Ich weiß, die meisten werden mich wahrscheinlich jetzt dafür hassen. Ich werde sehr viel Hasskommentare, sehr viele Hassnachrichten bekommen, aber ist mir egal, ich sag's trotzdem, weil ich bin großer Fan davon, Real Talk zu sprechen. Und jetzt mal Real Talk. Wie kann man von 3.000 Euro netto leben? 3.000 Euro netto. Kannst du mir das bitte erklären? Wie kannst du von 3.000 Euro netto leben? Ja, okay, du bist Single, okay, du hast eine eigene Wohnung, du hast keine Familie, ja, ist völlig akzeptabel, kann man wahrscheinlich noch machen. Aber wenn du eine Familie hast, ja, wenn du Familienvater bist, so wie ich, der 2 Kinder hat und ich weiß ja selber, was wir bezahlen, da kannst du mir doch nicht erklären, dass man von 3.000 Euro netto im Monat leben kann. Ja, jetzt kannst du die ganze Situation schön reden und sagen so, ja, ich bin ja zufrieden mit meinem Job, ja, ich habe eine gute Position, ich habe eine sichere Stelle und so weiter. Ja, mir geht's an sich ganz gut und wir brauchen ja gar nicht viel. Ja, und das Auto, was wir haben, das reicht aus. Der Urlaub, den wir machen, das reicht aus und in dem Haus, in dem wir leben, das reicht völlig aus. Ja, kann sein. Aber ist das denn wirklich Erfüllung? Ist das wirklich, dass du das, was du haben möchtest? Kannst mir doch nicht erzählen, dass du damit zufrieden und glücklich bist. Es gibt doch ein bisschen mehr im Leben zu erreichen. Aber das Problem ist, du bist zu sehr in deine Komfortzone gefangen, dass du nicht mal darüber hinaus schaust und was es überhaupt gibt für Möglichkeiten. Ja? Okay, du bist zufrieden mit dem, was du hast. Aber hast du mal darüber nachgedacht, was du eigentlich für deine Kinder, was du für ein Vorbild für deine Kinder bist? Was aus deinen Kindern werden soll? Weil wenn du dich mit dem Standard, den du jetzt hast, zufrieden gibst, was machen deine Kinder? Die geben sich auch damit zufrieden. Die denken, das ist ja völlig normal. Man muss sich ja mit dem Minimum zufrieden geben. Man muss ja nicht unbedingt Ziele verfolgen, ambitioniert sein. Das muss man nicht machen. Aber du bist das Spiegelbild für deine Kinder. Deine Kinder ahmen dir nach. Wenn du das nicht für dich tust, dann machst du es wenigstens für deine Kinder. Ja, ich habe ja selber Kinder und ich lebe ja das Leben vor. Ich gebe das Mindset mit, dass man sich nicht mit dem Minimum zufrieden geben sollte. Wenn man mehr im Leben erreichen möchte, wenn man mehr haben möchte, muss man das anstreben. Muss man dafür was leisten. Muss man dafür was tun. Muss man nach der Arbeit sich hinsetzen und Dinge machen darüber hinaus, was ein normaler Mensch nicht tut. Das ist das richtige Mindset und das musst du deinen Kindern vorleben. Wenn du das nicht für dich machst, ja? Und sind wir mal ehrlich, es wird doch alles teurer. Die Inflation, ja? Du merkst doch selber, wenn du einkaufen gehst, dann bist du nicht mehr mit Familie. Ich meine, wir kaufen jetzt auch nicht billig ein. Ich weiß ja, was wir so ausgeben. Wir geben ungefähr durchschnittlich für einen Wocheneinkauf 150 Euro. Ja, vierköpfige Familie. Wir haben noch einen Hund, wir haben noch eine Katze. Das kommt noch on top. 150 Euro, das ist jetzt nur Lebensmittel. Ich rede jetzt nicht darüber hinaus, wir gehen jedes Wochenende essen, wir kaufen noch zwischendurch ein und so weiter. Man gibt so viel Geld fürs Essen aus und man merkt, dass einfach alles teurer geworden ist. Ich bin besser finanziell aufgestellt. Ich kann mich jetzt nicht beklagen. Ich kann selber entscheiden, wie viel ich verdienen möchte. Ich kann mein Gehalt einfach aufstocken, weil ich Unternehmer bin. Das kannst du aber nicht, weil wenn du jetzt als Angestellter zu deinem Chef rübergehst und sagst, Chef, ich möchte ein bisschen mehr Geld verdienen, dann wird das nichts. Dann wird er sagen, die Auftragslage ist gerade scheiße, wir müssen ja Stellen abbauen. Das ist die Realität in Deutschland, das, was wir haben. Und du sagst, du willst mehr Verantwortung übernehmen. Ja, dann übernimmst du mehr Verantwortung, dann hast du eine leitende Position. Verdienst deine 300 Euro netto mehr. Aber ist das wirklich die Rettung? Kannst du wirklich Rücklagen bilden? Kannst du Geld beiseite legen? Kannst du in Aktien investieren? Kannst du in Immobilien investieren? Ja, kannst du für deine Kinder sorgen für die Zukunft? Nein, kannst du nicht. Da kannst du jetzt noch so schön reden. Du kannst das nicht. Ich weiß das. Ich weiß, was das Leben kostet. Ich weiß, wie es ist, angestellt zu sein und ich weiß, wie es ist, selbstständig zu sein. Selber zu entscheiden, wann und wo ich arbeite, wie viel Zeit ich in mein Business investiere und wie viel ich verdienen darf. Ich weiß, wie es ist. Und ich möchte nicht sagen, dass eine Selbstständigkeit einfach ist. Auf gar keinen Fall. Selbstständigkeit ist hart, vor allem wenn du am Anfang stehst und etwas tust und monetär kein Ergebnis siehst. Ja, ich sehe das bei ganz vielen unserer Kunden, wo die ersten Sales reintrödeln und die sagen so, oh, ich habe schon fast aufgegeben, ich habe nicht gedacht, dass es klappen wird. Ja, das ist die Realität. Und bis dahin ist diese Durststrecke, wenn du deinen eigenen Online-Shop aufbaust, die Durststrecke bis zum ersten Sale, die ist verdammt lang. Und du kannst dir von dem ersten Einkauf nicht mal ein Gehalt auszahlen, du kannst davon gar nicht leben. Ja, von den ersten Umsätzen, weil du die wieder reinvestieren musst. Du reinvestierst das wieder ins Marketing, damit dein Business besser läuft. So, und natürlich ist die Durststrecke, ja, ziemlich lang ganz am Anfang. Du musst vieles durchhalten, du musst einfach an die Idee glauben, an den Prozess glauben. Aber es lohnt sich am Ende des Tages. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Ich bin selber 2019 Busfahrer gewesen. Ich habe mir nebenberuflich ein eigenes Dropshipping-Business aufgebaut. Und es war nicht einfach. Ich habe mich nach der Arbeit hingesetzt und ich habe durchgezogen. Ja, ich habe alles selber Trial Error gemacht. Ich habe selber rumprobiert, selber Geld verbrannt, ja, bis ich irgendwann gecheckt habe, es gibt ja Leute, Experten, die das auch besser können als ich. Habe ich angefangen, mich weiterzubilden.
aus Amerika Coachings, Kurse gekauft, mich weitergebildet, ständig. Ich habe mir einen Coach reingeholt, weil ich gesehen habe, dass ich alleine nicht vorankomme, dass ich meine Zeit verschwende, vergeude, was ich wiederum lieber mit meiner Familie verbringen kann. Also, du solltest dich selbstständig machen, ja? Du solltest darüber nachdenken, dir ein zweites Standbein aufzubauen. Du sollst darüber nachdenken, deiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, um mehr Zeit mit deiner Familie verbringen zu können, um Zeit und ortsunabhängig zu arbeiten, um dein eigener Chef zu sein, um an deiner finanziellen Freiheit anzufangen zu arbeiten, jetzt, heute, denn wir haben die besten Möglichkeiten, mit künstlicher Intelligenz uns etwas aufzubauen, was wir vor Jahren noch nicht hatten. Ich habe damals für alles ziemlich lange gebraucht. Produkte, Produktbeschreibung, Produktrecherche, Shopaufbau, Marketing. Es hat Ewigkeiten gedauert, ist heutzutage gar nicht notwendig. Es geht heutzutage so schnell, das heißt, die künstliche Intelligenz beschleunigt das Ganze. Aber alleine künstliche Intelligenz reicht nicht aus, ja? Das kannst du dir abschminken. Nur weil du ChatGPT bedienen kannst, heißt nicht, dass du ein Business aufbauen kannst, was dir jeden Monat 5-stellig reinbringt. Kannst du nicht, wirst du nicht schaffen, weil jeder hat Zugang zu künstlicher Intelligenz, ja? Nicht nur du. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Deswegen brauchst du jemanden, der erfahren ist. Jemand, der bereits lange Unternehmer ist, selbstständig ist, dieses Business durchgespielt hat, ja. Und wenn du Bock hast auf einen seriösen Ansprechpartner, dann lass uns gerne sprechen. Trage dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch auf www.ecomupconsulting.de ein und dann schauen wir gemeinsam, ob und wie wir dir am besten in deiner Situation jetzt helfen können, ja. Quartal 4 steht vor der Tür, das heißt in Q4 verdienst du abstrakt viel Cash, aber du musst jetzt einen Grundbaustein legen. Deshalb, wenn du Bock drauf hast, dann lass uns gerne sprechen. Wenn dir das Video doch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, ja. Wenn dir es dir nicht gefallen hat, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin gerne offen für konstruktive Kritik, was dir an diesem Video oder an meiner Aussage nicht gefallen hat. Bin ich gerne offen. Also, ich würde mal sagen, wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge. Beste Grüße, dein Oleg.